Deutschland ist hässlich. Das ist meine These. Das ist auch mein Fazit. Schönen Sonntag. Architektur ist der Spiegel der Seele einer Nation. Sie erzählt von den Träumen, Ängsten und Kultur eines Volkes. Wenn man sich diese Fassade anschaut, stellt sich unweigerlich die Frage, welche tiefe existenzielle Krise hat dieses Land durchgemacht, um das für eine gute Idee zu halten? Wir sind am Bahnhof, ein Ort, der architektonisch sagt, geh bitte wieder weg. Fliesenmuster, die zuletzt 1982 modern waren, Beleuchtung, die die Farben aufsaugt, statt auszustrahlen und eine Rolltreppe, die seit der Wiedervereinigung defekt ist. Und dann der Geruch, eine Mischung aus Bäcker und Urin. Wir regen uns über die Bahn auf, während wir vor einem Gebäude stehen, das so trostlos aussieht, dass selbst die Keta-Zombies vom Berghain dort keinen illegalen Rave veranstalten wollen. Wir Deutschen lieben diesen Schmerz. Wenn der Zug pünktlich käme und der Bahnhof schön wäre, wüssten wir gar nicht, worüber wir uns in der Kaffeepause beschweren sollten. Früher waren Bahnhöfe Kathedralen, riesige Hallen aus Stahl und Glas, Statuen obendrauf, ein Restaurant mit Kronleuchter, wo Leute im Anzug warteten, als wäre das Warten an sich schon ein festlicher Anlass. Denn, und das ist das Tragische, Deutschland war nicht immer hässlich. Und das ist es, was mich um den Schlaf bringt. Ein Typen, der buchstäblich keinen Abschluss in irgendwas hat, das auch nur entfernt mit Architektur zu tun hat. Deutschland hatte mal Stadtbilder, die so schön waren, dass andere Länder sie kopiert haben. Fachwerk, Barock, Jugendstil. Wir hatten das alles. Und dann 1945. Deutschland liegt in Trümmern. Die ganze Welt schaut zu. Und Deutschland hat die einmalige historische Chance, auf leere Fläche zu bauen. Ihr konntet wunderschöne, humane, zukunftsweisende Städte errichten. Ihr habt Rastatt gebaut, ihr habt Wolfsburg gebaut, ihr habt Mülheim an der Ruhr gebaut. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, welches Foto ich gerade zeige, weil sie alle gleich aussehen. Und das ist eigentlich auch schon die Pointe. Die Nachkriegsarchitektur in Deutschland sagt vor allem eins. Wir haben überlebt. Mehr wollten wir erstmal nicht. Und das kann man ihnen vielleicht nicht mal verübeln. Das Tragische ist nur, unzählige historische Altbauten überstanden den Krieg fast unbeschadet. Viele Gebäude wurden erst nach dem Krieg platt gemacht. Man wollte die Vergangenheit auslöschen. Eine radikale Strategie, die ich übrigens vollkommen nachvollziehen kann. Ich lösche meine alten Videos auch alle 2 Wochen, um die Spuren meines visuellen Versagens zu verwischen. Dazu kam das ideologische Dilemma. Im Westen trieb der Kapitalismus die Rendite, im Osten der Sozialismus die Wohnungsquote. Da weder Profit noch Quoten Schönheit brauchen, bauten beide exakt dieselbe Tristesse. Es ist die ultimative Ironie der Geschichte. 2 verfeindete Weltsysteme, vereint im gemeinsamen Ruin der Berliner Stadtlandschaft. Ach, Berlin. Berlin ist kompliziert. Berlin ist die einzige Stadt der Welt, in der Hässlichkeit als Stil gilt. Dabei hatten die Stadtplaner der Nachkriegszeit eine echte Vision, eine Utopie für das moderne Leben. Sie nannten sie die autogerechte Stadt. Das bedeutet, die Stadt wird für Autos gebaut. Nicht für Menschen, für Autos. Als ob Autos eine Zielgruppe wären. Das Auto hat in deutschen Städten mehr Wohnfläche als der Mensch. Das Auto hat eine eigene Garage, eine eigene Spur, einen eigenen Stellplatz, eine eigene Versicherung und eine emotionale Bindung zum Halter, die in vielen Ehen längst erloschen ist. Wir haben Bürgersteige verschmälert, damit das Auto breiter parken kann. Wir haben Bäume gefällt, damit das Auto besser sieht. Wir haben Kinder von der Straße geholt, damit das Auto ungestört durchkommt. Und dann setzen wir uns abends hin und fragen uns, warum draußen keiner mehr ist. Dabei gab es neben diesem autogerechten Wahnsinn durchaus gute Ideen. Zum Beispiel die Fußgängerzone. Eine echte deutsche Erfindung, die 1953 in Kassel ihren Anfang nahm. Eine Straße reserviert nur für die Menschen. Klingt herrlich, klingt nach Italien. Und dann hat Deutschland die Fußgängerzone so gebaut, dass du nicht mehr Fußgänger sein willst. Ich
muss kurz über Einkaufszentren reden, weil es ein Herzensthema von mir ist. Die Mall ist die vielleicht aggressivste Bausünde des 20. Jahrhunderts. Das Konzept ist simpel. Man nehme eine Innenstadtlage, reiße alles ab und klatsche einen fensterlosen Betonkasten mit Spiegelfassade hin. Hinein kommen dieselben 20 Ketten, die es eh schon in der Fußgängerzone gibt. Draußen platziert man eine hässliche Schrottskulptur. Fertig ist der Gnadenschuss für den Einzelhandel. Und wer geht dahin? Wir alle gehen dahin. Ich gehe dahin. Ich habe moralische Einwände gegen diese Gebäude und kaufe meine Hemden trotzdem bei H&M im Erdgeschoss. H&M, falls du da sponsern möchtest, ich bin erreichbar. Ich habe Grundsätze, aber die sind verhandelbar. Wo wir bei Werbung sind, laut meinen Analytics haben stolze 110% von euch noch nicht abonniert. Bitte drückt auf gar keinen Fall auf den Knopf und schaltet am besten gleich ganz ab. Architektur ist die wichtigste Kunst, die wir haben. Wichtiger als Malerei, wichtiger als Musik. Und zwar nicht, weil sie die schönste ist, Gott bewahre, sondern weil sie die einzige ist, der man nicht entkommen kann. Ein schlechtes Buch klappst du zu, ein schlechtes Lied überspringst du. Schlechte Kunst hängt im Museum, wo sie dir nichts tut. Aber ein Betonklotz steht da. Und das Schlimmste, irgendwer nennt ihn moderner Brutalismus und verlangt dafür 2000 € Kaltmiete. Brutalismus, architektonisch betrachtet, ist die Überzeugung, dass Beton in seiner rohsten Form das ehrlichste Material ist. Keine Verkleidung, kein Putz, kein Verstecken. Form follows Function. Das klingt nach einer edlen Philosophie und Architekten lieben es. Wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen guckt und anfängt zu verstehen, warum die Bauwerke so aussehen, wie sie aussehen, dann eröffnet sich da so ein ganzer architektonischer Kosmos. Ein Kosmos, den er intellektuell total abfeiert, während er auf dem Balkon seines Jugendstil-Klassikers sitzt und Biowein trinkt. Versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht jeden modernen Architekten arbeitslos sehen. Die Nachkriegszeit hat auch echte Meisterwerke hervorgebracht. Die Berliner Philharmonie, gebaut 1963, ein Masterpiece. Ein Gebäude, das aussieht, als hätte Musik eine physische Form angenommen. Innen noch beeindruckender als außen. Der Olympiapark in München. Schön, wirklich schön. Es gibt gute Architektur in Deutschland. Sie ist real, sie existiert. Das Problem ist, sie ist die Ausnahme. Und das ist kein Zufall, sondern System. Denn irgendwann in den letzten 100 Jahren hat sich eine Idee in den Köpfen festgesetzt, die wie ein Virus durch alle Architekturschulen gegangen ist. Und diese Idee lautet: Schönheit ist verdächtig. Oder auch Ornament ist ein Verbrechen. Geschrieben von dem Österreicher Adolf Loos. Ein Muster, auf das ich hier nicht weiter eingehe. Loos' Kernaussage war: Jede Schönheit an einem Gebäude, jedes Detail, jede liebevolle Verzierung, das ist verschwendetes Geld und ideologisch verdächtig. Ein moralisch sauberes Gebäude ist ein nacktes Gebäude. Und Loos lebte, was er predigte. Der Typ sieht aus wie die historische Urform des heutigen LinkedIn Finance Bros. Dann die deutschen Bauvorschriften. Die deutschen Bauvorschriften sind ein Werk der Weltliteratur, das bisher nicht die Anerkennung bekommen hat, die es verdient. Hört euch das an. Das sind echte Dinge, die existieren. Die Landesbauordnung, 16 verschiedene, eine pro Bundesland. Weil warum sollte irgendwas einfach sein? Dazu kommen der Bebauungsplan, der Flächennutzungsplan, die Abstandsflächenregelungen, die Stellplatzverordnung, das Gebäudeenergiegesetz, die einschlägigen DIN-Normen, und davon gibt es ungefähr 500 relevante, die Brandschutzverordnung, die Schallschutzanforderungen, die Barrierefreiheitsvorschriften, die Stellplatzpflicht, die Abstandsflächenberechnung und der persönliche Segen des Bauordnungsamtsleiters, der an manchen Behörden noch immer der wichtigste Faktor ist. Zusammen bilden jede dieser Vorschriften ein System, das schöne Bauprojekte de facto unmöglich macht. Es sei denn, man hat 8 Ausnahmegenehmigungen, 4 Variantenprüfungen und einen Baurechtsanwalt mit einer eigenen Yacht. Warum ist Schönheit überhaupt wichtig? Das ist eine ernste Frage. Manche Leute sagen, Schönheit sei oberflächlich. Und das sagen meistens Leute, die in einem Neubaugebiet wohnen. Hier leben Familien, die ihr Kind Finn Luca nennen und Work-Life-Balance sagen, aber eigentlich nur Überstunden Depressionen meinen. Diese Häuser sind die deutsche Seele in Beton gegossen. Wer keine Kontrolle über sein Leben hat, kontrolliert wenigstens den Kieselanteil im Vorgarten. Schönheit ist kein Luxus. Schönheit ist nicht nice to have. Nicht das Sahnehäubchen, das man sich am Ende leistet, wenn noch Budget da ist. Schönheit ist der ganze Punkt. Hässliche Städte machen Heimat unmöglich. Nicht, weil man dort nicht glücklich sein kann, sondern weil Anonymität und Austauschbarkeit kein Gefühl von Zugehörigkeit schaffen. Wer aber keinen Ort hat, dem er gehört, fühlt sich nirgends verantwortlich. Er engagiert sich nicht, pflegt nicht, schützt nicht.
Das ist der soziale Preis der Hässlichkeit. Jetzt könnte man einwenden, Schönheit kostet Geld. Wir müssen wirtschaftlich und funktional denken. Das ist das Standardargument von Investoren mit der emotionalen Tiefe eines Typen, der dir Feminismus mansplaint, um dich ins Bett zu kriegen. Doch das Kuriose ist, die chronisch fantasielosen Rendite-Junkies haben sich voll kalkuliert. Touristen wählen Städte nach Ästhetik, Unternehmen wählen Standorte nach Lebensqualität ihrer Mitarbeiter, gut ausgebildete junge Menschen wählen Städte nach dem Stadtgefühl. Am Ende ist schön billiger. Ein Gründerzeithaus von 1895 steht bei guter Pflege jahrhundertelang. Ein Betonklotz von 1972 bröckelt heute vor sich hin und wird in 10 Jahren abgerissen. Warum? Weil sich darin absolut niemand wohlfühlt und das nächste Tech-Unternehmen lieber einen neuen seelenlosen Glaskasten hinklatscht. Das günstigste ist das, was man nur einmal baut. Und man baut nur einmal, was man liebt. Und genau darum geht es mir hier. Ich liebe dieses Land. Ich meine es ernst. Gutes Brot, gute Versicherungen. Man kann nackt in Seen schwimmen, ohne dass ein Polizist kommt. Das wissen wir nicht zu schätzen. Das Einzige, was uns fehlt, ist die Erlaubnis an uns selbst, Schönheit wieder ernst zu nehmen, ohne uns dabei zu schämen. Und es gibt Hoffnung. Ausgerechnet in Frankfurt. Eigentlich berühmt für Banken, Wolkenkratzer und gläserne Schwanzverlängerungen, die die kreative Impotenz ihrer Architekten kaschieren. Aber zwischen 2012 und 2018 tat die Stadt etwas Unerhörtes. Sie baute 35 Gebäude der Altstadt neu, 15 davon als exakte Rekonstruktion der Vorkriegszeit. Die Reaktion? Das Viertel wurde sofort zum beliebtesten Ort der Stadt. Die Gastro boomt, Touristen kommen, Einheimische nutzen es, Journalisten weltweit feiern es. Menschen sitzen auf den Treppen und reden miteinander. Kostenpunkt? Rund 200 Millionen Euro. Das klingt viel. Ist aber billiger als so mancher Autobahnabschnitt oder mittelgroßes Infrastrukturprojekt. Nur, dass dieses Investment einen Wert schafft, der sich über Jahrhunderte multipliziert. Das Dom-Römer-Projekt ist das mächtigste Argument gegen die ewige Ausrede, dass schöne Städte zu teuer sind. Und Frankfurt ist kein Einzelfall. In Potsdam bauen sie die historische Mitte wieder auf. Es gibt Leute, die sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen wieder schön. Und die werden ausgelacht von genau denen, die uns Beton gebracht haben. Was ehrlich gesagt das beste Zeichen ist, dass wir auf der richtigen Spur sind. Deutschland ist hässlich. Das war meine These. Aber es muss nicht so bleiben. Das ist meine Hoffnung. Ich bin Simon Rube. Das war Testkanal. Geh mal was trinken.